In diesem Vergleich zeige ich euch 6 verschiedene Lenkräder. Das Thrustmaster T150 RS, das Thrustmaster T300 RS, das Logitech G29, das Thrustmaster TGT, das Fanatec CSL Elite und das Fanatec Podium F1. Die Preise rangieren hier vom niedrigen dreistelligen Bereich bis zum vierstelligen Bereich und entsprechend sind diese Lenkräder eben speziell für einige Einsatzzwecke und für andere Einsatzzwecke geeignet und natürlich auch für verschiedene Vorlieben und Ansprüche, die ihr habt an das Wheel. Ich werde jetzt alle Lenkräder vergleichen in Sachen Features, Funktionen, Vor- und Nachteile, Pro und Contra, und dann könnt ihr auch euch selbst natürlich ein Urteil bilden. Die ganzen Lenkräder werden auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, zum einen mit einem Kauflink und zum anderen auch als Vergleichstabelle, damit ihr euch auch da einen Überblick verschaffen könntet. Also, es geht los mit dem Thrustmaster T150 RS. Das T150 ist in unserem Vergleich hier das günstigste Lenkrad, aber es hat natürlich auch deswegen einige Nachteile, beziehungsweise man merkt, dass es eben das günstigste ist. Es ist viel Plastik verarbeitet, es wirkt nicht besonders wertig, es wirkt eher billig sogar. Vor allen Dingen die mitgelieferten Standardpedale sind alles andere als empfehlenswert. Zunächst mal, die Pedale haben einfach zu wenig Gefühl, vor allen Dingen beim Bremspedal. Da empfiehlt es sich, die verbesserte Version sich zu holen, das Thrustmaster T150 RS Pro. Das gibt es nämlich die verbesserten Pedale, die T3PA-Pedale, was absolut empfehlenswert ist. Grundsätzlich ist der Lenker auch empfehlenswert und das ist auch immer der Lenker, den ich als günstigsten Lenker empfehlen kann für die PS4. Die Tischklemme ist mit dabei. Das ist Standard für Thrustmaster. Man kann alle Thrustmaster Lenkräder ganz normal an den Tisch anklemmen oder eben an einen Playseat anschrauben. Das T150 hat ein übersichtliches Tastenlayout. Alle nötigen Buttons sind in Griffweite. Der Lenkradkranz ist gummiert und deshalb wirkt das Ganze relativ billig und nicht gerade wertig, wie schon erwähnt. Die Schaltwippen dagegen sind zumindest aus Metall. Der Lenker hat ein gutes Force Feedback und wie erwähnt ist er kompatibel mit den besseren Pedalen. Außerdem ist er eben allgemein kompatibel mit Rennspielen auf der PS3, auf der PS4 und auf dem PC. Es hat einen Lenkeinschlag von 1080 Grad, es hat einen Durchmesser von 28 cm. Die Basis ist anschraubbar, sie ist kompakt. Das Force Feedback ist relativ laut, also das könnt ihr ruhig leiser sein. Es hat einen Riementrieb und die Force Feedback Stärke ist unter 2 Newtonmeter, was hier im Vergleich auch die schwächste Force Feedback Stärke ist. Unschlagbar ist natürlich der Preis. Das Gerät gibt es bereits ab 160 € mit den günstigen Pedalen oder mit den verbesserten Pedalen entsprechend ab 200 €. Es geht weiter mit dem Thrustmaster T300 RS. Das ist, wie der Name schon verrät, eigentlich das bessere Modell zum T150. Entsprechend ist es einiges teurer, aber auch um einiges wertiger und auch hat ein besseres Force Feedback. Der große Vorteil vom T300 ist, dass der Lenker austauschbar ist. Ihr könnt den abschrauben und einen anderen kompatiblen Lenker von Thrustmaster hier dran schrauben. An das T300 RS, an die Lenkradbasis, könnt ihr verschiedene Thrustmaster Lenkräder dran schrauben. Beispielsweise das 599 XX Evo, das TM Leder 28 GT, das Ferrari F1 Wheel, das Ferrari GTE Wheel, und da seid ihr dann eigentlich relativ gut bedient. Teilweise gibt es diese Wheels auch im Komplettset. Das ist sowieso bei dem Hersteller ein sehr großer Vorzug, auch im Vergleich zum G29 von Logitech. Da ist nichts austauschbar. Auch beim T150 könnt ihr nichts austauschen. Das RS kommt standardmäßig auch mit diesen billigen Pedalen, genau wie das T150. Die sind nicht empfehlenswert, wie erwähnt. Bremspedal und Gaspedal haben einfach zu wenig Gegendruck und zu wenig Gefühl. Deswegen gleich am besten die T3PA-Pedale mitbestellen oder eben das Thrustmaster T300 RS GT bestellen. Da sind die besseren Pedale inklusive Kupplungspedale auch mit dabei. Contra: Es gibt einige Nachteile an dem Wheel. Vor allen Dingen, es wirkt grundsätzlich weniger wertig und ein bisschen günstiger verarbeitet. Vor allen Dingen im Vergleich zum Logitech G29, das ja eigentlich in einer ähnlichen Preiskategorie spielt, beziehungsweise eigentlich sogar billiger ist.
Aber vor allen Dingen, weil das T300, also der Standardlenker mit einem Gummiüberzug daherkommt, das wirkt einfach billig, das ist ein bisschen rutschig und das wirkt so gar nicht, gibt kein gutes Rennfeeling her. Was auch nicht so gut gefällt, ist die breite Lenkradbasis. Im Vergleich zur Konkurrenz ist das T300, die T300-Basis sehr, sehr wuchtig und man braucht entsprechend Platz dafür. Eben aber auch gilt, hier geht das Ganze genau wie beim T150, entweder mit der mitgelieferten Tischklemme lässt sich das Ganze betreiben oder anschrauben an einem Playseat. Gut ist die übersichtliche Tastenanordnung und was ungewohnt ist, R3 und L3 Tasten sind hier an der Lenkradbasis, nicht am Lenker, eigenartigerweise. Was sehr gut gefällt, sind die Schaltwippen. Die sind schön knackig aus Metall und lassen sich sehr leichtgängig schalten. Force Feedback, der wichtigste Punkt oder einer der wichtigsten Punkte. Sehr gutes Force Feedback. Es ist laufruhiger als das T150 und als das G29. Es hat ein wenig mehr Feinheiten drin als das G29, immer im Vergleich natürlich. Für das Force Feedback wird ein Riementrieb verwendet. Das Force Feedback hat eine Stärke von ungefähr 3,9 Newtonmeter. Deshalb ist es im Betrieb relativ leise, ich würde sagen Mittelfeld. Die feinfühligen Effekte sind sehr gut bis gut und die Force Feedback Stärke ist allerdings nicht am Gerät einstellbar. So, dann nochmal zusammengefasst die Fakten. T300 RS, Lenkeinschlag 1080 Grad, Durchmesser vom Lenkradkranz 28 cm. Der Lenker ist austauschbar. Die Basis wirkt ein wenig wuchtig im Vergleich zu den anderen. Es hat eine mittelgute Laufruhe. Kompatibel ist das Wheel mit allen gängigen PS4-Rennspielen, mit PS3-Rennspielen und auch natürlich mit dem PC. Es geht weiter mit dem Logitech G29 und damit mit dem wahrscheinlich am weitesten verbreiteten Lenkrad auf der PS4. Vielleicht auch übergreifend, plattformübergreifend. Auf jeden Fall gibt es dafür gute Gründe. Es ist gut ausgestattet, vor allen Dingen beim aktuellen Preis. Ursprünglich kostete das Wheel 400 Euro. Inzwischen gibt es teilweise schon für die Hälfte. Was zunächst sehr gut gefällt, sind die Standardpedale. Ihr kriegt nämlich 3 Pedale, Kupplung, Gas, Bremse und das Bremspedal bietet auch halbwegs genug Gegendruck. Die Pedalbasis ist echt sehr schwer und stabil und das ist einmalig, das gibt es auch nur bei dem Modell hier. Es gibt eine ausfahrbare Teppichkralle. Mit der könnt ihr nämlich die Pedale in euren Teppich einkrallen, damit die gut halten. Ansonsten alternativ könnt ihr das natürlich anschrauben. Die Lenkradbasis hat 2 integrierte Schraubzwingen, die eben zur Befestigung an verschiedenen dicken Tischen sich eignen. Genauso lässt sich das Wheel natürlich auch anschrauben. Zusätzliches Alleinstellungsmerkmal ist der zusätzliche Drehring und die Zusatztasten Plus Minus, die eben beispielsweise in Gran Turismo für das Schnelltuning während der Fahrt benutzt werden können. Und das hier haben andere Lenkräder eben nicht. Ebenso gefällt die sehr kompakte Lenkradbasis und das relativ aufgeräumte Kabelmanagement. Ihr könnt nämlich die Kabel, die ihr angeschlossen habt, hier unten durchführen und aufrollen, denn die Anschlüsse sind hier alle innen an der Unterseite und ihr könnt die alle oben durch entsprechende Kabelschlitze herausführen. Sehr praktisch. Der Lenkerkranz hat einen Durchmesser von 28 cm, also Standard. Er ist mit genähtem Leder überzogen, was für gutes Rennfeeling sorgt und eben entsprechend auch Spaß macht, damit zu fahren. Tastenanordnung finde ich etwas leicht verwirrend. Es sind alle Action-Tasten oder Playstation-Tasten dabei, nur eben die Position von L2, R2, L3, R3 ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Steuerkreuz ist ein wenig schwammig, ist aber jetzt kein echter Nachteil. Schaltwippen sind relativ knackig, sie sind ein bisschen schwergängiger als beim T300, aber nichtsdestotrotz, sie knacken schön und schalten macht Spaß damit. Kommen wir zum kleinen Manko des G29, das Force Feedback. Das G29 benutzt eine veraltete Force Feedback Technologie, nämlich einen Zahnstangentrieb. Und das hat den Nachteil, dass es zum einen laut ist
oder lauter als die Konkurrenz, lauter als die Thrustmaster Lenkräder und es ist auch unruhiger, wenn Force Feedback Effekte anliegen. Und das Force Feedback hat dazu noch nur eine Stärke von ungefähr 2,1 Newtonmeter, was auch eher im unteren Feld angesiedelt ist. Das heißt, ihr habt nicht entsprechend große Kräfte an dem Wheel. Das Force Feedback an sich ist gut, also da kann man eigentlich nicht groß meckern, vor allen Dingen nicht in der Preisklasse. Allerdings, wenn ihr vor allen Dingen Force Feedback Effekte draufkriegt aufs Lenkrad und größere Schläge, dann hört ihr das sehr in der Basis und das klingt teilweise wie ein Rütteln bzw. ein Schlackern und das klingt manchmal schon ein bisschen beunruhigend, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, bei mir hält das Wheel seit Jahren. Ich habe auch schon einige Berichte gehört bei manchen Leuten, dass es dort Defekte gibt. Bei mir bisher keinerlei Defekte und deshalb bin ich eigentlich auch zufrieden mit dem Wheel. Noch ein weiteres nettes Feature ist die Drehzahlanzeige am Lenker. Auch etwas, was die vergleichbare Thrustmaster Lenkräder nicht haben. Eine kleine LED-Anzeige, wo ihr die aktuelle Drehzahl eures Wagens seht. Kleiner Nachteil auch noch, das Lenkrad hat nur einen Lenkradeinschlag von 900 Grad. Das merkt ihr in der Praxis nicht wirklich, muss ich dazu sagen. Aber es ist weniger als bei der Konkurrenz wie bei Thrustmaster oder bei Fanatec. Das G29 wird wirklich von den meisten Rennspielen unterstützt, egal auf PS3, PS4 oder PC. Und für den Preis im Gesamtpaket ist das ein absolut empfehlenswertes Lenkrad. Wir kommen in das gehobene Preissegment mit dem Thrustmaster TGT. Das ist das offiziell lizenzierte Lenkrad für Gran Turismo Sport. Das ist das Wheel und das Lenkrad, das auch bei der offiziellen Meisterschaft von Gran Turismo verwendet wird und das auch mit dem stolzen Anfangspreis von 800 € daherkommt. Aktuell geht das ganze Wheel sicher unter 600 € über den Ladentisch. Und das hat auch seinen Grund, denn wir fangen mit dem Force Feedback an. Es hat sehr gute Force Feedback Effekte, es hat guten Gegendruck, es hat eine Force Feedback Kraft von 6 Newtonmeter, was schon mal das Dreifache ist von dem G29. Und ja, es hat vor allen Dingen speziell in Gran Turismo sehr, sehr gute Effekte, sehr, sehr feine Effekte und sogar einen sogenannten DFB-T-Effekt, wo die Vibration an der Lenksäule sogar mit simuliert werden. Das heißt, zusätzlich ist auch Vibration im Lenkrad zu spüren. Obendrein hat das Wheel 4 große Drehknöpfe aus Metall, die speziell auch auf das Schnelltuning in Gran Turismo Sport ausgelegt sind und wo man entsprechend jedes Schnelltuning, beispielsweise Traktionskontrolle, schnell einstellen kann. Sehr, sehr praktisch. Die Schaltwippen machen einen sehr guten Eindruck, sind sehr knackig zu schalten, sehr kurze Wege, da gibt es nichts auszusetzen. Außerdem hat das Wheel eigentlich etwas, was fast kein anderes hat. Es hat 2 Analogsticks, wo ihr zusätzlich eben Spiele damit bedienen könnt. Ein zweischneidiges Schwert ist die Verarbeitung. Das Wheel ist zwar mit Leder genäht, mit einem Lederüberzug, allerdings ist das Leder leicht rutschig und letztlich könnte es insgesamt noch ein bisschen besser verarbeitet sein für diese Preisklasse. Denn grundsätzlich ist die Verarbeitung mindestens genauso gut wie vom G29, allerdings ist das G29 ja auch erheblich günstiger. Weniger zu meckern habe ich bei den Pedalen. Standardmäßig sind nämlich diese schweren Pedale mit dabei. Eine Dreierpedalerie inklusive Kupplung und einem Gummikeil für das Bremspedal, damit man eben mehr Gegendruck beim Bremsen hat, was sehr wichtig ist natürlich beim Racing. Sehr gut gefällt auch, dass die Pedale allesamt aus Metall sind, aus Aluminium und ja, entsprechend gut und lange halten sollten. Ebenso positiv, genauso wie beim T300, bei Thrustmaster, man kann das Wheel austauschen. Man kann den Lenker austauschen und mit einem anderen kompatiblen Lenker eben tauschen. Durchmesser des Standard-Wheels 28 cm. Technik auch genauso wie das kleinere Modell, ein Riementrieb, der relativ laufruhig ist, aber man hört nichtsdestotrotz die Effekte und auch, wenn man das Lenkrad entsprechend dreht. Schön auch, dass das Wheel einen Kompatibilitätsmodus hat. Damit ist es nämlich kompatibel zum T300, denn viele Spiele sind mit dem T300 kompatibel und mit dem G29. Noch ein ganz kleines letztes Manko.
Das G29 hat eine Drehzahlanzeige, das hier leider nicht, was auch für die Preisklasse ein bisschen schade ist, dass nicht mehr Features hier verbaut worden sind. Letztlich hat vielleicht auch natürlich die offizielle Gran Turismo Lizenz ein bisschen was gekostet und ja, wie gesagt, es wird auch von den Profifahrern dort benutzt und entsprechend dafür ist es auch eben geeignet. Wir bleiben im gehobenen Preissegment und kommen damit zu Fanatec. Gehobenes Preissegment bedeutet bei Fanatec Einstiegsklasse und das ist das CSL Elite Lenkrad, das eben speziell auch für die PS4 erhältlich ist. Das Wheel kostet offiziell 500 Euro, allerdings, großes Aber, da sind die Pedale noch nicht dabei. Pedale könnt ihr separat erwerben, da habt ihr die Auswahl. Die günstigsten Pedale gibt es für 100 Euro knapp. Die CSL Elite Pedale nämlich. Dafür bekommt ihr eben 2 Pedale, Gas und Bremse. Wenn ihr die verbesserten Pedale haben wollt, inklusive Load Cell Kit, das kostet dann schon wieder 230 Euro. Wohlgemerkt nur für die Pedale. Allerdings, Load Cell Kit, damit erhaltet ihr auf dem Bremspedal einen unerreicht guten Druckpunkt und könnt unglaublich gut in Kurven reinbremsen. Und entsprechend werdet ihr auch schneller. Die Fanatec-Pedale haben hier in diesem Vergleich die besten Eigenschaften und den besten Druckpunkt und das beste Gefühl. Es gibt auch noch die teureren Pedale, die Clubsport-Pedale, die sind natürlich noch ein weiteres Stück besser. Letztlich bei Fanatec gilt das Motto, so viel euer Geldbeutel hergibt und so viel Technik ihr haben wollt, denn bei Fanatec ist alles modular angelegt. Ihr könnt euch eben die Basis, das Wheel und die Pedale selbst zusammenstellen. Und hier bildet eben das Fanatec CSL Elite eben die Einstiegsklasse. Die Lenkradbasis ist schön kompakt gehalten. Es gibt auch eine Tischklemme oder man schraubt das, was empfehlenswerter ist, auch in dieser Preisklasse, man schraubt es direkt an. Lenker ist austauschbar, einfach auch ähnlich wie bei Thrustmaster, einfach mit einer Schraube. Die Lenkradbasis besitzt eine Drehzahlanzeige mit LEDs und es gibt einen Kompatibilitätsmodus, womit ihr das Wheel kompatibel zum G29 macht, denn nicht jedes PS4-Rennspiel unterstützt das Fanatec CSL direkt out of the box. Deshalb kann man es umschalten in den Kompatibilitätsmodus, was teilweise gerade bei älteren Spielen praktisch ist. Dann für mich eines der wichtigsten Features, das Force Feedback ist hervorragend. Und zwar besser als bei den bisher vorgestellten Wheels. Ihr habt einfach am meisten Gefühl. Zum einen hat das Fanatec CSL genug Gegendruck mit 6 Newtonmeter. Im Grunde ähnlich stark wie das TGT. Allerdings hat es gleichzeitig die noch feineren Effekte, die es liefern kann, beispielsweise wenn ihr über Curbs fahrt. Auch im Vergleich zum TGT. Was da gleichzeitig beeindruckt ist, trotz der Stärke, ist, wie laufruhig es ist. Teilweise habt ihr das Gefühl, dass es ausgeschaltet ist, aber es läuft tatsächlich, denn es ist fast nicht hörbar, wie das Wheel dreht. Und entsprechend feinfühlig lässt es sich auch bedienen und entsprechend feinfühlig kommt ihr auch um die Kurven herum. Sehr gut übrigens auch die Anschlussmöglichkeiten, denn ihr könnt an dem Wheel nicht nur eben die Pedale anschließen, ihr könnt auch eine Handbremse anschließen, gibt es auch vom Hersteller, gibt es bei Thrustmaster übrigens auch, habe ich leider vergessen zu sagen, genauso wie separat erhältliche Shifter. Das ist allerdings jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal. Separate Gangschaltung, also Shifter, gibt es auch beim G29 und beim T300 und genauso auch beim TGT. Was sehr gut gefällt, sind auch die Schaltwippen, die komischerweise nicht so sehr klacken und klackern, sondern eher sich ein bisschen dumpf anhören, aber trotzdem sich relativ exakt schalten lassen. Einmalig für Fanatec, das gibt es auch bei keinem anderen Hersteller, ist ein Setup-Menü. Das könnt ihr aufrufen und damit erscheint eine LED-Anzeige am Wheel, wo ihr entsprechend die Force-Feedback-Effekte, die Dämpfung, die Rückfederung und so weiter alles einstellen könnt, direkt am Wheel. Ihr könnt das in 5 Profile speichern und je nach Spiel könnt ihr das entsprechende Profil dann aufrufen, was sehr praktisch ist, weil ihr eben das ganze Ding so mit Force Feedback so konfigurieren könnt, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt sogar den Lenkeinschlag entsprechend einstellen, beispielsweise für Rallye-Spiele, dass ihr da schneller reagieren könnt. Die LED-Anzeige oben, die ist auch gut. Bei manchen Spielen wird das unterstützt. Da wird der Gang angezeigt oder die Geschwindigkeit.
Das Tastenlayout ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es sind alle Tasten da, allerdings an sehr komischen Positionen. Vor allen Dingen eben L3, R3, L2 und R2. Und auch Share- und Options-Taste sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig angeordnet. Dazu gibt es eben statt einem Steuerkreuz einen kleinen Mini-Joystick, den ihr eben wie eben ein Steuerkreuz benutzen könnt. Sehr gut gefällt die Verarbeitung des Fanatec CSL, vor allen Dingen des Wheels selbst, denn das Ganze ist auch wieder mit handgenähtem Leder überzogen, sehr gut verarbeitet und das Ganze wirkt wie direkt aus der Automobilindustrie. Und das Interessante ist, es ist auch tatsächlich aus der Automobilindustrie genommen, denn Fanatec nutzt dieselben Zulieferer wie die Automobilindustrie, interessanterweise. Deshalb gefällt bei dem Lenker vor allen Dingen die Haptik. Es fühlt sich an wie in einem echten Auto und der Lenkerdurchmesser beträgt 30 cm und damit ist das Wheel ein Stückchen größer als die bisherigen vorgestellten Wheels und deswegen wirken die anderen Wheels auch irgendwo ein Stück zu klein und auch ein Ticken unrealistischer. Wie erwähnt, das Wheel kostet einzeln 500 Euro, dazu noch die günstigsten Pedale wären nochmal 100 Euro obendrauf, macht 600 Euro und damit seid ihr preislich ein bisschen über dem Thrustmaster TGT drüber. Und damit kommen wir nicht zuletzt zum High-End-Bereich und dem letzten Wheel, das ich euch vorstelle, nämlich das Fanatec Podium Wheel F1 mit Direct Drive. Und das kostet satte 1600 Euro. Ohne Pedale wohlgemerkt. Und dafür bekommt ihr allerdings auch das realistischste und beste Fahrgefühl und beste Simulation, die es zumindest heutzutage auf der PS4 gibt. Und vielleicht nicht nur auf der PS4, vielleicht auch im PC-Bereich. Denn, wie gesagt, das Wheel hat Direct Drive. Direct Drive ist die neue Technik in Sachen Force Feedback. Dort wird nämlich ein großer Elektromotor verbaut, der direkt mit dem Lenker angeschlossen ist und die Effekte direkt überträgt. Es gibt keinen Riementrieb, es gibt keinen Zahnstangentrieb, die Kräfte treten direkt auf. Das Schwierige ist dabei die ganze Steuerungsmechanik da drin und die Elektronik, die das Ganze steuert. Das Teil, der Motor ist relativ groß und er entwickelt auch entsprechend hohe Kräfte. In dem Fall von diesem Wheel 20 Newtonmeter und damit das Zehnfache von einem G29. Und das merkt ihr auch. Ihr habt einen unglaublich krassen Gegendruck, wenn ihr das hochdrehen wollt, natürlich nur. Und ihr habt ein unglaublich exaktes Gefühl für den Wagen. Besser als bei allen anderen Wheels, die ich hier eben vorgestellt habe. Gleichzeitig ist es aber nicht nur, weil es so viel Kräfte aufgibt oder wiedergibt, sondern es gibt gleichzeitig sehr feine Effekte wieder. Und zwar so unvermittelt. Gefühlt kommen die Effekte schneller an als bei jedem anderen Wheel, einem herkömmlichen Wheel. Deswegen fahrt ihr tatsächlich ein Stück weit sicherer mit einem Direct Drive Wheel. Bei diesem Preissegment kann man einiges erwarten und ja, das Podium Wheel liefert auch ab. Es ist sehr schick verarbeitet. Ihr bekommt in diesem Paket eben die Wheelbasis, eine DD1 Wheelbasis mit einem F1 Lenker, speziell angepasst für die PS4 und damit es auch auf der PS4 funktioniert. Mit sehr vielen Tasten und sehr guter Ausstattung. Der Lenker selbst im F1-Stil liegt perfekt in der Hand. Man fühlt sich ganz schnell wie ein Formel-1-Fahrer. Es gibt nicht nur 2 Schaltwippen an der Rückseite, sondern insgesamt 6 Schaltwippen, wovon 4 davon magnetisch ausgelöst werden. Und 2 sind analog und damit könnt ihr quasi auch sogar die Kupplung bedienen. An der Rückseite der Lenkradbasis gibt es viele Anschlussmöglichkeiten. Insgesamt 8 Anschlüsse gibt es eben für Shifter, für Handschaltung, für Pedale, für zusätzliche Elemente, die vielleicht teilweise noch gar nicht erschienen sind, aber deshalb ist das Wheel natürlich auch entsprechend zukunftssicher. Und es ist schwer, es ist bockschwer. Das ganze Gerät wiegt 16 Kilo und ist damit mit Abstand das schwerste Wheel hier im ganzen Vergleich. Diese Kräfte, die eben in diesem Kraftwerk, in diesem Wheelbasis mit Direct Drive entstehen, benötigen eine entsprechende Befestigung. Denn ja, ihr könnt das ganze Ding nicht einfach an den Tisch anschrauben, sondern
oder dran klemmen, sondern ihr braucht wirklich ein stabiles Sim-Rig. Dafür sind auch entsprechende Bohrungen bzw. Schraubenlöcher schon vorbereitet und da empfiehlt es sich natürlich, das Ganze auf einem Metall-Rig aufzubauen, weil ich sag mal, ein Standard-Playseat würde hier wahrscheinlich ein bisschen nachgeben. Das kann gut sein und ihr habt einen gewissen Flex, das heißt, das ganze Lenkrad wackelt auf der Wheel-Befestigung, weil es eben entsprechende Kräfte so stark aufbringt. Der mitgelieferte Lenker hat eine extrem gute Ausstattung und eigentlich auch eine verwirrende Tastenanordnung, denn alle PlayStation-Tasten sind anders angeordnet, als man denkt. Man muss sich da erstmal einfinden. Zusätzlich zu den normalen Tasten gibt es auch noch 2 Drehregler, die zumindest auf der PS4 leider nur bisher in F1 2019 unterstützt werden. Am PC könnt ihr das natürlich konfigurieren, wie ihr wollt. Es gibt auch noch 2 VIP-Schalter, da gilt dasselbe. Und auch noch 3 Drehschalter, wo ihr entsprechend das Setup oder beispielsweise bei F1 das Benzingemisch ändern könnt. Zusätzlich gibt es einen Analogstick und einen Funky Switch genannten Stick, der eigentlich das Steuerkreuz nachbildet, aber auch zusätzlich drehbar ist und klickbar ist. Und damit steuert ihr auch das Setup-Menü, denn genauso wie beim beim CSL-Wheel könnt ihr auch hier 5 verschiedene Setups auf dem Wheel speichern, je nach Spiel. Und hier könnt ihr auch entsprechend das Force Feedback runterdrehen, was tatsächlich auch Sinn macht, denn wenn ihr mit 100% Force Feedback fahrt, dann braucht ihr danach eigentlich kein Fitnessstudio mehr. Sehr schön ist auch natürlich die LED-Anzeige. Ihr habt LEDs für die Drehzahl. Ihr habt zusätzlich ein kleines OLED-Display am Lenker, wo eben die Geschwindigkeit bzw. der aktuelle Gang dargestellt wird. Zusätzlich hat die Basis noch ein größeres OLED-Display und hier kann man verschiedene Dinge abrufen wie Force-Feedback-Effekte als Diagramm, die anliegen und weitere interessante Statistiken, die man alle eben hier im Wheel hier vorherrschen bzw. anliegen. Das Wheel, man sieht es vielleicht schon, lässt sich abnehmen. Es gibt dafür das sogenannte Quick-Release-System von Fanatec, mit dem man eben das Wheel schnell austauschen kann. Aber nicht nur das, ich kann theoretisch auch das Wheel vom CSL Elite nehmen und hier dran schrauben. Das geht, das ist kompatibel zueinander. Und nicht nur das, ich kann theoretisch auch ein anderes Wheel von Fanatec dran schrauben, beispielsweise das hier. Wenn ich beispielsweise dieses P1 Wheel dran schraube, ist das ganze Wheel plötzlich kompatibel mit der Xbox One. Und damit ist das Wheel kompatibel mit der PS4 und der Xbox One. Dasselbe übrigens auch fürs CSL Elite. Negativ gibt es natürlich einige Punkte. Zum einen natürlich der Preis, der ist natürlich fernab von jeglichem Budget vielleicht. Und was auch ein größerer Nachteil ist, ist die Kompatibilität. Das Wheel hat einen Kompatibilitätsmodus zur PS4, zum PC und eben auch zum CSL Elite. Das heißt, man kann es kompatibel machen zum CSL Elite Wheel. Das Problem ist nur, man kann es nicht kompatibel machen beispielsweise zu einem G29 oder T300. Denn viele oder einige Spiele unterstützen nur das G29 oder T300. Deshalb funktioniert das Wheel nicht bei allen Rennspielen auf der PS4 und deshalb eben nur eingeschränkt. Auf dem PC ist es was anderes. Auf PC funktioniert es natürlich mit allem, weil ihr könnt es ja dort konfigurieren, wie ihr wollt. Gehen wir noch mal ein paar der Features durch von dem Fanatec Podium, denn also es hat einen Direct Drive, was entsprechend teuer ist, aber dafür entsprechend hohe Kraft bringt, wie eben in dem Fall 20 Newtonmeter. Es ist sehr leise gleichzeitig. Es gibt kein Rattern, kein Geschiebe, kein Geschabe. Man hört einfach nichts. Es ist sehr, sehr laufruhig. Das Force Feedback ist mit Abstand das Beste hier im Feld. Separat erhältlich sind eben Pedale, eben ab 100 € oder eben entsprechend drüber. Ihr könnt da auch entsprechend nach oben hin, gibt es da wenig Grenzen bei Fanatec. Softwaremäßig kann das Wheel tatsächlich nicht nur 1080 Grad einschlagen, sondern sogar theoretisch das Doppelte, nämlich 2160 Grad. Die Basis ist sehr, sehr kompakt, aber auch überraschend schwer und braucht eben eine entsprechende stabile Aufnahme, damit ihr es überhaupt betreiben könnt. Der Lenker selbst ist sehr hochwertig verarbeitet, liegt sehr gut in der Hand, ist mit hochwertigem Alcantara überzogen und die Speichen sind sogar aus Carbon. Kommen wir zum schwierigen Fazit.
Die Wheels bieten allesamt ein sehr gutes Fahrerlebnis, aber nichtsdestotrotz, eins ist für mich definitiv der knappe Gewinner, entscheidend, aber trotzdem knapp. Und zwar wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich auf jeden Fall für das Fanatec CSL Elite Lenkrad entscheiden. Deswegen, weil es für diesen Preis ein hervorragendes Force Feedback liefert, weil es ausbaufähig ist, modular aufgebaut ist. Es ist sehr gut verarbeitet. Es hat ein Setup-Menü, wo man das Force Feedback einstellen kann. Das haben eben die anderen eben nicht von Thrustmaster und von Logitech. Und deswegen ist trotz dem gehobenen Preis ab 600 Euro das für mich die erste Wahl. Jetzt sagt ihr natürlich, was ist, wenn ich nicht so viel Geld habe? Dann ist mein Preis-Leistungssieger, der Preis-Leistungssieger wäre für mich das Logitech G29, weil aktuell für den Preis gut 200 Euro, manchmal auch sogar drunter, bekommt ihr ein wirklich sehr gut ausgestattetes Lenkrad mit einer schönen Pedalerie, wo ihr richtig gut auf jeden Fall einsteigen könnt ins Sim-Racing und womit ihr eigentlich schon mal definitiv schnelle Runden drehen könnt. T300 RS, muss ich noch kurz erwähnen, das hat trotz allem das ein Stück weit bisschen bessere Force Feedback, für mich gefühlt jetzt, als das G29. Allerdings ist es eben auch teurer und es wirkt leider auch ein bisschen billiger. Wenn es das Wheel mit einer besseren Ausstattung gibt als Paket, ist es aber absolut eine Überlegung wert. Dasselbe gilt für das Thrustmaster TGT. Wenn ihr speziell in Gran Turismo unterwegs seid, ist das vielleicht mit das beste Wheel, weil es eben speziell darauf konfiguriert ist. Allerdings der Preispunkt, der macht mir ein bisschen Sorgen, denn es ist um die 550 bis 600 Euro und für den Preis bekommt ihr das CSL Elite und das ist für mich im direkten Vergleich TGT, CSL ist CSL für mich das bessere Wheel. Wenn bei euch Geld keine Rolle spielt, bleibt immer noch das Fanatec Podium F1 Wheel, denn das hat mit Abstand das beste Force Feedback aller Lenkräder hier. Problem nur, das Podium kostet das Dreifache eines CSL und deswegen ist es eigentlich so gesehen nicht so recht empfehlenswert. Es sei denn, bei euch spielt Geld keine Rolle und ihr sagt, ihr müsst oder ihr wollt wirklich professionell ins Sim-Racing einsteigen, dann ist das absolut eine Überlegung wert. Zusammenfassend kann man auch sagen, G29 für den Einstiegsbereich, CSL Elite von Fanatec für Fortgeschrittene und das Podium von Fanatec für den Profibereich. Wenn ihr jetzt immer noch ein bisschen unschlüssig seid, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung gibt es eine große Tabelle, dort ist eine große Tabelle verlinkt, wo ihr die ganzen Features der Lenkräder, die hier getestet wurden, nochmal aufgeschlüsselt seht. Und da könnt ihr dann entsprechend euch raussuchen, was euch am besten taugt. Dort gibt es auch noch ein Wertungssystem. Wichtig, wie gesagt, es kann sein, dass für euch in eurem speziellen Fall ein anderes Wheel das Beste ist und nicht das, was ich jetzt empfohlen habe. Das kommt immer darauf an, für was ihr es einsetzen wollt und was euer Geldbeutel hergibt. Und je nachdem müsst ihr dann entsprechend gucken, was euch am besten taugt. Und dann findet ihr hoffentlich auch das beste Wheel für euch. Ich hoffe, dass dieses Video für euch zumindest hilfreich war. Und ihr könnt das Ganze gerne abonnieren, ein Gefällt mir da lassen und die Glocke aktivieren. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Rasen, beim Sim-Racing. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Fahrt. Macht's gut, bis dahin.